Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good, get going. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Ich mache mal kurz auf Stopp, dass uns hier niemand dazwischen quatscht. So, der Wagen des Konsuls ist jetzt dran. Der nächste Fall, in dem ich wieder versuche, 5 Sterne zu erlangen, dass ich dieses Endlosprojekt auch endlich mal komplett fertig bekomme. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da und wir fangen an. Und zwar gehen wir als erstes natürlich zu diesem Hinterhof. Und zwar hier unten raus. Die ganze Unterhaltung werde ich wie immer überspringen, weil das ist nicht so interessant. Wichtig ist einfach nur, was am Tatort passiert. Und die Fragen, die wir stellen, dazu hole ich mir natürlich wieder Lösungen aus Wikipedia oder von irgendwelchen anderen Fanseiten. Und zuerst geht es, wie gesagt, in diesen Hinterhof, wo der Wagen abgestellt wurde. Und wir werden in diesem Fall auf einige Leute treffen, die ein bisschen dubios sind. Aber so war das quasi damals in den 40er Jahren in Los Angeles. Catch all the good ones, huh, Phelps? Sounds like there's more to it than that. Nobody dumps a shiny new Packard unless they borrowed it without asking. You don't say. You're on fire today, Einstein. Very funny. Come on, my intense protege. Let's go save the world. So, angekommen, Jacobs Hinterhof, 2 Uhr PM, also 14 Uhr Nachmittag. Die Polizisten sind auch alle schon da, der Wagen steht da. Fehlen nur noch wir beide. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Car's down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle. Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Genau, wir werden bald herausfinden, dass der Jacobs dass er was gegen Latinos hat. Also weder auf Mexikaner gut zu sprechen ist, noch auf Argentinier, weil das ist nämlich der Wagen des argentinischen Konsuls oder Konsulat oder wie das heißt. So, wir holen uns jetzt erstmal die 5 Hinweise ab, die es hier insgesamt gibt. Und zwar einmal gibt es den Fahrzeugschein. Das unten, das lese ich jetzt nicht alles vor. Das könnt ihr euch ja selber durchlesen oder das Video kurz anhalten, wenn ihr das gerne lesen wollt. Argentinisches Konsulat, steht ja alles drauf. Und das wurde halt gestohlen und hier abgestellt. Reifen fehlen auch schon, habe ich gesehen. Das Nummernschild vorne. Eine Fahne. It's owned by the Argentinian Embassy. Genau. Wird noch sehr kurios, wie gesagt. Dann schauen wir einmal der Vollständigkeit halber hier hinten nach, im Kofferraum. Empty. Da ist nichts. Merkwürdigerweise. Sonst ist immer was im Kofferraum. Wirklich, jedes Mal. Aber dieses Mal nicht. Hier sehen wir den Reifen, der fehlt. Den finden wir auch später noch wieder. Stealing the wheels is for amateurs. The car ring would have stripped it in a warehouse. Genau, Amateure klauen Räder. Experten gleich das ganze Auto wahrscheinlich. So, dann fehlt vorne natürlich noch das Nummernschild, ganz klar. Auch das werden wir später wiederfinden. Und die argentinische Flagge hier, da ist nur eine da. Da ist die zweite abgebrochen worden. I must have taken the flag as a souvenir. Can't have any street value. Tja, offensichtlich empfand es einer als wichtig, dass man diese Fahne abbricht und mitnimmt als Souvenir. Die finden wir nämlich auch später wieder. Und als letzten Hinweis haben wir hier noch einen Schraubschlüssel. Und wir werden jetzt auch gleich sehen, von welcher Firma, weil da steht nämlich blöderweise hier drauf, und zwar von Dewey Brothers. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Und jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo es diese Firma gibt. Deswegen erscheint unten wieder dieses kleine, aber feine Telefonsymbol. Und da rufen wir jetzt erstmal den Erkennungsdienst an und holen uns die Adresse von Dewey Brothers. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One
moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Thanks for your help. So, das war also die Adresse von Dewey Brothers, aber jetzt müssen wir natürlich noch den alten, jetzt hätte ich fast gesagt den alten Jenkins, aber wir sind ja nicht bei SpongeBob, also den alten Oswald Jacobs befragen und das machen wir jetzt. Oswald Jacobs? That's right. Seht ihn euch an, What dieses exactly verschmitzte happened here, Lächeln. Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows, always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Tja, das haben wir jetzt auch gesehen. Der erinnert mich so ein bisschen an meinen Nachbarn. Ich habe hier früher in unserer Straße auch immer Fußball gespielt und der Ball ist natürlich logischerweise auch des Öfteren mal in seinen Vorgarten geflogen und zack war er weg. Und genauso ähnlich sah er aus. 65 Jahre, Oswald Jacobs, Zeugenbericht. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Das stimmt. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. Muss ja nicht gleich so sauer werden, ne? Aber ihr seht, er ist nicht gut auf diese Mexikaner, Argentinier oder Latinos generell zu sprechen. Machen wir weiter. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Ja, das glaubst du auch nur selber. Also solche älteren Leute, nichts gegen ältere Leute, aber die sind immer sehr interessiert an solchen Sachen. Deswegen zweifeln wir das mal an, weil ihr seht auch anhand des Gesichtsausdrucks, anhand der Augenpartie, er sagt nicht ganz die Wahrheit, aber wir können ihm auch leider nichts unterjubeln. Also müssen wir es You went out to the anzweifeln. car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against that. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Schade. Normalerweise gleich ins Gefängnis. So, mögliches Fahrzeug des Verdächtigen? Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Ja, hat er dich. Das stimmt. Da sagt er leider die Wahrheit. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. So, und Fahrzeug mit abmontierten What Teilen. exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Ja, und da habe ich nämlich immer auf Lüge gemacht und habe ihm dann irgendwas untergejubelt. Aber da müssen wir auch, so schwer es fällt, auf Anzweifel drücken, weil nur das so richtig ist. Ich zeige euch das mal mit den Institutionen. Und zwar kann man entweder eine Antwort entfernen oder man fragt die Community und dann stehen dahinter immer Prozentzahlen und dann spätestens dann weiß man also, auf welche Antwort man drücken muss. Und hier in dem Fall ist es Anzweifeln. Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down? I found a notebook in the glove compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Natürlich. Jetzt auf einmal. Thank you for your help, Mr. Jacobs. You can speak to Officer Thibault about signing a formal statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. Well, how about we bring you an umpire's mask? Tja, und da geht davon dann der alte Jacobs. Also, Notizbuch hat er vorne gefunden. Das gucken wir uns jetzt gerade mal an. Ist doch ein bisschen neugieriger, als ich dachte. Und zwar gehört das einem Juan Francisco Valdez. Gucken wir mal, was drin steht. Und zwar, ich nehme es schon mal vorweg, das sind Jungen, also heranwachsende Jungen, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre alt. I'll run John Madsen by R&I. Genau, das werden wir jetzt nämlich gleich herausfinden. Dieser John Madsen ist nämlich 16 Jahre, der vergreift sich nämlich an kleinen Kindern. An kleinen, unschuldigen Kindern und macht sich immer zu den einzelnen Personen Stichworte. Also muss man umschmeicheln. Ihr seht es ja unten, läuft ja durch, ne? Mag Bonbons mit Kirschgeschmack, engelsgleiche Züge. Also er vergreift sich an Jungs.
wer das jetzt ist, ob es dieser Valdez ist oder irgendein anderer, das werden wir jetzt gleich noch herausfinden. Auf jeden Fall ziemlich widerlich. Geht natürlich noch weiter und wir finden ganz entscheidend oben William Dewey. Und auch eine Kontaktnummer. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Und das haben wir natürlich schon längst rausgefunden. William Dewey ist der Eigentümer von Dewey Brothers, also der Autowerkstatt oder dem Autohändler, der uns gerade vom Erkennungsdienst durchgegeben wurde. So, jetzt sind wir durch mit all den Stichworten. Jetzt müssen wir noch einmal zum Erkennungsdienst. Der muss uns nochmal das mit diesen Metzen überprüfen, dass der Junge 16 ist. Und dann, fahren wir weiter zum Revier zurück. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? How old is your boy, ma'am? Just turned 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Are there any messages for me? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard diplomatic license number Paul Robert 706 was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, Detective. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. We can visit the Packard dealership or head back to Central and interview this Valdez character. Your call. Genau, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren halt direkt zu diesem Autohändler, Dewey Brothers, oder wir verhören erstmal Juan Francisco Valdez, der seinen Wagen als gestohlen gemeldet hat. Und ich fahre ansonsten immer erst zum Autohändler, aber hier in diesem Fall mache ich es mal anders. Ich fahre erst zurück ins Revier, ins Zentralrevier. Und wir verhören mal Juan Francisco Valdez. Und dann fahren wir zum Autohändler und dann sind wir eigentlich auch schon bald durch mit dem Fall. Die Fahrten überspringe ich natürlich, weil da ist wirklich nichts Wichtiges zwischen. Selbst wenn die sich mal unterhalten sollten, das ist eher so nebensächlich, was da stattfindet. Ecke First und Hill, 2:10 p.m. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview, too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Ja, sehr komische Leute, die wir hier in unseren Fällen haben, aber es wird noch kurioser. Aber jetzt erstmal der Typ und nachher noch der William Dewey. Das ist auch noch ein ganz spezieller Fall. So, hallo, Senor. Are you the senior officer I requested? I'm Detective Phelps, and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate, and you keep me here like a common criminal. All right, friend, let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Ja, du bist auch mir so einer. Also, wir haben ja einmal Juan Francisco Valdez, 52, argentinischer Generalkonsul, Besitzer des gestohlenen Packard. Und wir fangen mal an mit der Halterliste. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Nein, auch wenn er sich entspannt zurücklehnt, das müssen wir leider anzweifeln. Bought a Packard, Valdez? A snob like you doesn't drive an American car. I want answers or I'll smack you around the teeth. William Dewey offered me a substantial bribe to make a purchase at his establishment. It is not unusual to make this kind of transaction in the civil service. Don't tell that to the Argentine taxpayers. Genau, also jetzt kriegen wir noch einen Hinweis. Angeblich wurde er bestochen, aber wir haben ja noch weitere Fragen. Consul General, we have located your car.
Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consular garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flogged. Unfortunately, we don't do that here, Your Worship. Wir können froh sein, wenn er selber nicht ausgepeitscht wird. Auch das müssen wir leider wieder anzweifeln. Also, wir haben bislang noch kein Beweisstück gegen ihn, aber das kommt gleich in der letzten Frage. You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. You have a name for this kid? Gabriel, like the archangel. I have no surname. Ja, den werden wir aber auch bald herausfinden. So, eine Frage haben wir noch, und zwar die Verbindung zu diesem Gabriel. Da wird er jetzt nämlich gleich sauer. So tell us about this kid, Gabriel. You had a run-in with him? Mecánico, a presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Aber er geht aufs Ganze, der Cole Phelps. Vögeln Sie kleine Jungs. Da rastet er natürlich erstmal aus, aber wir werden ihn jetzt mal wieder zur Besänftigung kriegen. Und zwar, indem wir ihm einfach hier das Notizbuch mal anhängen. Intime Angaben zu männlichen Kontakten. Ist nämlich ganz schön eklig. Danny, Ben, Miguel, Tristan, and Teddy. Full lips. Ring any bells? I'm sure we can come to some arrangement. Gabriel, spill it. A beautiful but impertinent boy. I mentioned rendezvous and the young man went quite insane. I thought he was going to kill me. I was prepared to pay. We'll be in touch, Consul General. Sag ich ja, sehr merkwürdiger Typ. Schon ein bisschen eklig da mit seinen Notizen da über die Jungs. Aber gut, jetzt fahren wir zu William Dewey. Finished with Valdez. Thank God. Zu Dewey Brothers. In a couple of hours. Normalerweise dürftest du den gar nicht mehr gehen lassen. Hey, zack, gleich den Schwanz ab. Und den anderen Leuten auch dazu, die da mit drin stecken. Und dann ist das alles geregelt. So, ein Ort haben wir bislang noch. Es kommt gleich noch einer dazu. Erstmal in die 629 oder 629 Figueroa Street. Zu Dewey Brothers. Und da treffen wir auch auf einen sehr merkwürdigen, netten alten Mann. Das können wir getrost überspringen. Das ist, wie gesagt, nur Zwischengerede. Wichtig ist, was jetzt hier passiert. Am Autohaus Dewey Brothers um 2:17 Uhr PM. Werbeschilder hängen überall. Ja, klein, aber fein. Und da ist er. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, Detective, but I know how we can find out. Follow me. Genau, also ihr merkt schon, was das für ein Typ ist. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Schraubenschlüssel sortieren, um dann die Bestätigung zu bekommen, dass hier einer fehlt, dass einer geklaut wurde, aber ihr seht es gleich. Ab in die Werkstatt. We keep all our tools in here. So. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Maybe a used car. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Junge, lass uns doch einfach mal arbeiten, ey. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Kennt ihr einfach diese Leute, die einfach nur labern, ey, und einen nicht in Ruhe lassen? Also, wir sortieren jetzt hier alle Schraubenschlüssel und wir werden merken, dass hier auf jeden Fall einer fehlt. Hier gibt es 3 verschiedene Leute, die also hier arbeiten in der Werkstatt. Und wir sehen ja auch oben Gabriel und sein vollständiger Name Delgado. That's not right. So, der muss hier unten hin. Ich kenne mich da wirklich aus, ey, keine Ahnung. One left. Noch einer, und zwar kommt der da.
Gabriel Delgado is missing a 3/4. So, also das passt schon mal zu dem, den wir gefunden haben. Es gibt auch an einigen Orten gibt es ja Hinweise und auch Gegenstände, die sind eigentlich nicht zu gebrauchen. Da vibriert es zwar auch, so wie jetzt zum Beispiel hier beim Hammer, aber den Hammer brauchen wir ja nicht. Den können wir nur betrachten und auch hier hinten, das zeige ich euch nochmal, ist ein Nummernschild, das brauchen wir aber nicht. Und hier liegt eine Zündkerze und eine Zange, auch die brauchen wir nicht. Wir befragen jetzt nämlich William Dewey. Damit geht es jetzt weiter und dann, genau. Fahren wir zu Gabriel Delgado. If you don't mind, we have a few questions. Und zwar zuerst die Verbindung zu Valdez. Ihr seht 46, William Dewey, Eigentümer von Dewey Brothers. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Da lügt er nämlich, obwohl es nicht so aussieht, aber er verzieht die Mundwinkel und wir haben nämlich auch einen I know a Beweis. shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Ja, komischerweise steht aber im Notizbuch seine Telefonnummer. Deswegen, schon ein bisschen merkwürdig. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. We cut a deal and he bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Dass diese Leute, wenn sie lügen, auch noch meinen, dass wir dumm genug wären, das zu glauben. Ohne die Lösung würde ich das nämlich auch. Aber wir haben natürlich jetzt die Lösung und deswegen werden wir alles richtig beantworten. Delgados Verbleib. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Ja, natürlich. Müssen wir anzweifeln. Beweis haben wir leider nicht. Die Wahrheit sagen tut er auch nicht. Also die goldene Mitte. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Dass das auch immer gleich so ausarten muss, ne? Der Cole Phelps. Ich werde die Fresse hauen, ich werde den Kopf in die Autotür stecken. Er ist ganz schön fies drauf. So, Schraubenschlüssel bei Autodiebstahl benutzt. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Und auch das werden wir anzweifeln. Auch da sagt er weder die Wahrheit, noch lügt er, also wieder die goldene Mitte. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs, and they have less attitude. Downside is, they're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Wenn ich mir diesen Typen so anschaue, sieht er auch aus wie ein ehemaliger Lehrer von mir. Mein ehemaliger Mathelehrer, der war auch so ganz entspannt, so, ey, ist doch alles cool. Und hat öfter mal auch ein bisschen Scheiße erzählt, aber mein Gott, so Leute muss es auch geben. So, letzte Adresse, wir fahren zu den Delgados, beziehungsweise zu Delgados Wohnsitz, und zwar 103 Hill Street, Apartment 3. Auf geht's! Und dort werden wir dann auch noch ein paar Hinweise abklappern, noch eine Befragung machen und dann kommt noch was ziemlich Cooles zum Schluss. 2:24 Uhr, also ihr seht, innerhalb von einer halben Stunde ist das hier auf jeden Fall zu schaffen. Gabriel has to say for himself. I just hope our Archangel hasn't already flown. So, also ich renne mal voraus. Unser Kollege kommt hier hinterher. Normalerweise ist ja auch so eine Übersicht, wer in den einzelnen Apartments wohnt, aber das sparen wir uns. Wir müssen nämlich hier einmal die Treppe hoch und dann gleich rechts, da ist nämlich Apartment 3. Yeah. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside?
What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. So, alles klar. Den ersten Hinweis finden wir glatt schon mal hier. Argentinische Flagge. Das ist nämlich die, die vom Auto geklaut oder abgebrochen wurde. Ist doof. Wenn man so ein Souvenir hat, sollte man das schon so hinstellen oder verstecken, dass es die Polizei nicht sieht. Das ist schon ein bisschen doof. Die Bibel daneben brauchen wir nicht unbedingt. Dann gibt es noch einen zweiten Hinweis hier in der Wohnung. Und dann müssen wir noch einmal raus in den Schuppen. Da sind nämlich noch zwei andere Hinweise. Hier sind einmal noch Frühstücksteller. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Genau. Hätten sie das doch mal verheimlicht. Aber gut. Ist ja Sinn und Zweck des Spiels, dass man diese Hinweise findet. So, und da unten in diesen Schuppen gehen wir jetzt glatt nochmal rein hier, über die Terrassentreppe. Da finden wir nämlich die Sachen, die vom Auto gestohlen wurden. Und zwar einmal die Reifen hier. Ob es jetzt einer war oder zwei, weiß ich nicht, aber es scheint auf jeden Fall zwei zu sein. Und dann haben wir noch einmal das Nummernschild. Das ist in diesem Fall schwarz, weil es natürlich von einem, ja, von der Botschaft ist. Und die sind immer etwas besonders. Diplomatic license plates. So, jetzt haben wir alle Hinweise. Jetzt befragen wir noch Miss Ana Rodriguez, die offensichtlich auch schwanger ist. Das hat man gesehen, als wir vor der Tür gestanden haben. Sie erwartet nämlich ein Baby und da wird sie Cole Phelps jetzt auch gleich nochmal drauf ansprechen, aber wir gucken mal. Auf geht's. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Yeah, then maybe you answer some questions and then it's okay. Also, 22 Jahre jung, Ana Rodriguez, Lebensgefährtin von Gabriel Delgado. So, Motiv für Autodiebstahl. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? No? Si. He has his honor. Sie guckt sehr böse. Sie will ihn natürlich verteidigen, ganz klar. Und sie sagt auch die Wahrheit. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricon that he is a man. Jetzt ist die Frage, was ist ein Maricon? Klingt nach einem nicht sehr schönen Wort. Aber gut, letzter Kontakt mit Gabriel. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Boah, vom einen auf den anderen Moment so glatt ins Gesicht lügen. Ihr seht anhand der Augenpartie und anhand ihrer Stimmung, die lügt natürlich, ganz klar. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. Wir haben natürlich die Frühstücksteller gefunden. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Ja, dann schwör mal, Mädchen, weil wie erklärst du uns das hier? Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. Oh ja, das muss auf jeden Fall wahre Liebe sein. So, eine letzte Frage zum gefundenen Diplomatenkennzeichen. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Ja, es verzieht schon wieder beim Sprechen so die Augen. Ja, lässt uns so ein bisschen alt aussehen, aber wir müssen es anzweifeln. Wir haben weder einen Beweis, noch ja, sagt sie ganz die Wahrheit. Deswegen anzweifeln. Tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for half an hour a week. The start line is on 1st and Santa Fe. There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line. That sounds like a street race to me. So sieht es nämlich aus. Nur weil es letztes Jahr ausgeufert ist, muss es nicht heißen, dass es dieses Jahr nicht gut ausgeht.
wenn wir daran teilnehmen. Also, wir wissen jetzt, wo Delgado ist. Wir schnappen ihn uns. Zunächst fährt mein Kollege dahin und dann, wie durch Zauberhand, sitze ich plötzlich am Steuer. Wir tauschen jetzt während der Fahrt. Wir machen einmal fliegenden Wechsel und zwar, genau. Und dann fahre ich und wir müssen Gabriel Delgado bis zum Schluss verfolgen. Zu Anfang wollte er gerne über diese Brücke da springen mit dem Auto, aber das geht nicht. Da sind wir nämlich. Illegale Straßenrennen um 6:03 p.m. Also ganze 4,5 Stunden später. So, zack, die grüne Flagge ist geschwenkt worden und wir fahren hinterher. Wir müssen dem roten Typen folgen. Die anderen 3 Autos versuchen uns jetzt so ein bisschen aufzuhalten, aber die müssen wir jetzt gekonnt aus dem Weg räumen. Ein Auto nach dem anderen und hier verläuft auch jedes Rennen nicht so gleich. Manchmal wird mein Auto langsamer gemacht, manchmal auch die anderen. Dann werden die anderen wieder schneller gemacht. Auf merkwürdige Art und Weise. Also wir müssen sie erstmal aus dem Weg räumen. Hier aus dem Verkehr ziehen. Ah, jetzt ziehen sie uns aus dem Verkehr. Wir verlieren ihn nicht. Ich habe ihn noch habe ich ihn im Auge. So, zack, der nächste ist weg. Und jetzt müssen wir nur noch den blauen dazu kriegen. Dass er uns bloß nicht rammt. So, zack, Achtung. Oh. Bloß keine Passanten umfahren, das gibt Minuspunkte bei der Abrechnung und ich will auch 5 Sterne kriegen. So. Jetzt verfolgen wir diesen Delgado-Typen, das ist der einzige, der noch übrig ist. Aber ich komme nicht an ihn ran. Ihr seht, ich drücke mein Gas durch. Ich brauche quasi eine neue Gastaste, weil ich so heftig drücke aufs Gas. Aber ich komme nicht an ihn ran. Ihr seht, ich bin Millimeter von seinem Heck entfernt. Ich komme nicht ran. Da kann ich noch so schnell fahren, da kann meine Sirene noch so laut sein. Aber wenn wir ihn jetzt noch 1-2 Mal rammen, dann haben wir ihn, glaube ich. Ich versuche es. Ich versuche ihn ruhig zu halten. Zack. Wir haben ihn. Und jetzt müssen wir ihn verhaften. Ganz schnell hin. Oder? Was müssen wir machen? Ich weiß gar nicht. Ach, jetzt. Für GTA wurde er also verhaftet. Was ist denn ein Maricon? Ich weiß es immer noch nicht. Schade. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Tja, das sind doch mal Worte von unserem Chef, die gehen runter wie Öl, denn das war's nämlich. Wir haben den nächsten Fall gelöst. Der Wagen des Konsuls auch nicht so ein schwerer Fall, muss ich sagen. Aber es wird noch einige Fälle geben, wo es ein bisschen schwieriger sein wird, wo es auch ein bisschen länger dauert, vielleicht auch mal eine Stunde. Aber ihr seht oben, wir haben es wieder geschafft. 5 Sterne, 17 von 17 Hinweisen, 13 von 13 Fragen. Und als Notiz noch, der argentinische Generalkonsul Juan Valdez bekommt seinen Packard fast ohne Kratzer zurück. Na, dann sind doch alle am Ende zufrieden. Es hat den richtigen getroffen und das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. 5 Sterne erreicht und so machen wir jetzt weiter. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Macht's gut und ciao, ciao.